Nachdem ich allein letzte Woche in mehr als einem Datenleak vorhanden war und ihr mir mehr als 3-mal geschrieben habt, dass ihr in einem Datenleak vorhanden wart, dachte ich mir, ich mache nochmal ein Video darüber, warum es eigentlich bei uns so schlecht läuft mit der IT-Security. Und einer der größten Punkte, das würde ich jetzt mal einfach so frech behaupten, ist Compliance. Ja, Compliance ist so in der Allgemeinheit nicht wirklich ein Begriff, aber wenn ihr in der IT-Security als Job anfangt, dann ist Compliance einfach überall. Es gibt einen ganz kleinen Bereich von Red Teamern, also von Leuten, die wirklich Systeme angreifen und gucken, wie gut ist denn wirklich das Ding. Es gibt einen etwas größeren Bereich von Leuten, die sich um die Verteidigung kümmern. Und dann gibt es den riesigen Bereich von Compliance. Und Compliance ist meines Erachtens einer der größten Verantwortlichen dafür, dass wir kein Geld für Cybersecurity haben. Denn, ja, ich habe euch mal ein paar dieser schönen Compliance-Richtlinien mitgebracht. Die DSGVO kennt man vielleicht noch, das IT-Sicherheitsgesetz kennen die, die damit arbeiten müssen. Aber es gibt noch ein paar mehr. Auf Deutschland-Ebene, aber auch mittlerweile immer mehr auf EU-Ebene. NIS 2 zum Beispiel hatte ich ja auch schon als Video vorgestellt, beziehungsweise als Vortrag. Und den AI-Act hatten wir uns ja auch schon mal angeguckt. Das Problem bei den ganzen Dingern ist, sie sind viele und es ist sehr, sehr teuer, sie umzusetzen. Ich werde gar nicht genau durch all diese Richtlinien und Regulierungen gehen. Es geht im Endeffekt darum, dass man compliant ist, also die Richtlinien, die der Staat vorgibt, einhält. Das ist allein Compliance. So, bevor wir jetzt aber ganz tief reingehen, einmal ganz kurz ein Shoutout an meine restlichen Kanäle. Ja? Ich habe auf meiner Webseite mittlerweile alles dabei, die ist überarbeitet worden vor einer Weile. Und dort stehen alle anderen Kanäle von mir dabei. Instagram, der andere YouTube-Kanal, die anderen YouTube-Kanäle und noch haufenweise andere Kanäle. Also guckt da auf jeden Fall vorbei. Newsletter, da bereite ich einmal in der Woche so alles Wichtigste, was passiert ist, in einem kleinen, kompakten Format vor, dass ihr euch das selber durchlesen könnt und die Artikel sind dann natürlich auch immer verlinkt. Auf Patreon bekommt ihr Zugang zur Community und ihr bekommt Support direkt durch mich und natürlich einige Checklisten, wie zum Beispiel eine Cybersecurity-Checkliste übrigens, die ihr dort findet. Die ist jetzt schon seit über einem Monat online, die könnt ihr euch auch einfach einmal angucken und einmal durchgehen, was davon habe ich denn gemacht. Und bei der Bootstrap Academy könnt ihr tiefer in die Informatik an sich einsteigen, also schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr mehr erfahren wollt, nicht nur zu Compliance, sondern auch zu zigtausend anderen Themen. Gut, aber wir gucken uns heute an, was ist eigentlich das Problem mit Compliance? Compliance ist teuer. Das ist eigentlich das Kernding. Ja, das Problem mit Compliance ist, es war ungefähr für ein durchschnittliches Unternehmen 5,5 Millionen Dollar im Jahr 2022. Da haben noch einige Richtlinien gefehlt. Und im Finanzbereich schätzt man diese Summe auf nochmal ungefähr das 6-fache hoch. Also sehr viel mehr, weil eben mehr Regulierungen oben drauf kommen. Und je mehr Regulierungen da reinkommen, desto teurer wird es natürlich. Allerdings, das sagt dieser Artikel hier, wenn man nicht compliant ist, sind die Kosten ungefähr 3-mal so hoch, wie wenn man Compliance wirklich einführt und durchsetzt. So. Das heißt, hauptsächlich ist das also eine Sache von Geld. Mal wieder. Das Problem ist, meines Erachtens, dass Compliance einfach nur bedeutet, ihr müsst die Richtlinien umsetzen und dann abnehmen lassen und die werden dann halt überprüft. Wenn ihr nicht compliant seid, dann heißt das nicht unbedingt, dass das die Kosten sind dafür, dass ihr keine gute Cybersecurity habt, sondern dann sind das die Kosten, wenn ihr einzelne Richtlinien nicht gut genug einhalten könnt. Sprich, wenn ihr zum Beispiel gegen die DSGVO verstoßt, weil Fehler drin oder so. Oder wenn ihr zum Beispiel gegen NIS 2 verstoßt, was jetzt dann in ein paar Monaten wirklich ein Thema wird. Und das macht Non-Compliance so teuer. Nicht, dass wir angreifbar sind für Hacker, sondern eher, dass wir den Richtlinien nicht konform werden. Und das ist ein Problem. Denn das macht natürlich einiges mit den Firmen. Die geben sehr, sehr viel Geld dann aus für Compliance. Es ist ja sehr teuer, wenn man nicht compliant ist. Das Problem dabei ist, man muss sich Experten suchen für jede einzelne Regulierung, die für einen zutrifft. Selbst wir haben einen Datenschutzbeauftragten und der kostet halt ungefähr die Hälfte von einem Minijobber. Das Ding aber bei einem Minijobber ist, er macht wirklich was am Code, er verändert was. Er kann zum Beispiel dann auch sagen, okay, ich bereite hier die IT-Security auf und wir führen hier zum Beispiel Pentests durch. Das ist mit einem halben Minijobber natürlich nicht so viel,
aber es ist besser als keine Pentests zu haben. Während der Datenschutzbeauftragte, der hat nichts getan, seit ich ihn habe, weil wir einfach keinen Datenschutzvorfall haben in dem Sinne und keine so großen Änderungen. Naja, aber noch mehr Probleme gibt es da auch, und zwar mit der Überlappung. Ich habe hier einmal kurz ein Beispiel aufgebracht, und zwar, wenn ihr, also ihr müsst die DSGVO oder Englisch GDPR durchsetzen, und dort steht drin, ihr müsst es der Aufsichtsbehörde melden, falls sich irgendwas ereignet. Also zum Beispiel, falls Daten gestohlen werden, dann müsst ihr das melden. Machen sehr viele nicht, weil sie das Risiko eingehen und dann sagen, okay, es ist eine Abwägung. Wenn wir es melden, dann kriegen wir auf jeden Fall eine Strafe. Wenn es niemand mitkriegt, kriegen wir keine Strafe. Aber der zweite Punkt ist, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ist einfach noch ein bisschen konkreter und gilt dann zum Beispiel für nur eine gewisse Sparte an Unternehmen oder eben nur ein paar wenige Unternehmen, wo dann drin steht, ihr müsst es nicht der Aufsichtsbehörde melden, sondern ihr müsst es dem BSI melden. Ihr braucht aber trotzdem 2 Experten, mindestens, oder 2 Bereiche von Experten, nämlich einmal für Datenschutz und einmal fürs IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Das heißt, ihr müsst doppelt bezahlen, obwohl eigentlich dasselbe gemeint ist. Und manchmal ist es sogar ein Streitpunkt, welche davon jetzt genau gilt. Welche Aufsichtsbehörde muss ich denn jetzt informieren? Muss ich es dem BSI melden oder muss ich es einfach jemand anderem melden, meiner Datenschutzbehörde zum Beispiel? Okay, das geht ja noch, aber noch viel schlimmer wird's, wenn die beiden sich nicht einig sind, was gemeint ist. Und hier haben wir jetzt mit AI zum Beispiel ein neues Feld bekommen. Der AI-Act ist eigentlich ja künstliche Intelligenz und stammt aus der EU, während die DSGVO oder GDPR ist auch aus der EU, aber meint damit eher Datenschutz. So, und KI und Datenschutz, die sind sich nicht immer ganz so grün. Und der AI-Act möchte für gewisse Bereiche zumindest oder für manche Technologien eine Überprüfbarkeit. Das heißt, die KI-Systeme müssen überprüfbar sein. Sprich, man muss eigentlich, je nachdem, wie man das Ding auslegt, Daten speichern, die man laut DSGVO eigentlich nicht speichern sollte, weil sie sind personenbezogen und die Überprüfbarkeit verlangt aber, dass sie gespeichert werden. Also zumindest je nachdem, wie man es auslegt. Das ist noch nicht so ganz raus. Und das bedeutet immer so ein bisschen auch rechtliches Risiko. Wenn man sich jetzt an die eine hält und die andere vernachlässigt, ist das vielleicht nicht so gut. Deswegen sind hier Unternehmen ein bisschen natürlich in die Ecke gedrängt. Und ich bin ehrlich mit euch, ich weiß auch nicht immer, was da gerade gilt. Das weiß so ziemlich niemand. Manchmal muss es sogar wirklich erst vor Gericht entschieden werden. Und das ist nicht schön. Gerade bei der DSGVO fällt mir da ein sehr, sehr prominenter Fall ein, wo es nicht ganz klar war, was da jetzt wirklich gemeint ist. Das war jetzt nicht direkt ein Konflikt, sondern es war einfach nur die DSGVO in sich, wo es mal kurzzeitig für jeden, der Google Analytics oder gar Google Schriftarten verwendet hat, potenziell gefährlich werden konnte. Das musste dann ganz schnell geändert werden, damit nicht die Abmahnanwälte kommen. Und dann wurde es doch irgendwie wieder verändert. Nicht so wichtig. Im Grunde genommen, es ist sehr kompliziert, es ist sehr viel Bürokratie und es ist dadurch einfach wahnsinnig teuer. Das Problem dabei ist dann aber, dass Compliance nicht immer oder gar selten zu wirklich besserer IT-Security führt. Klar, für Unternehmen, die gar keinen Bock haben, auch nur einen Cent für IT-Security auszugeben, ist Compliance leider nötig. Aber für die meisten Unternehmen ist es eigentlich mittlerweile normal, sich zumindest etwas um die IT-Security zu kümmern. Und wenn ich dann ein Budget von 5,5 Millionen habe und das einfach nur reinstecke in Minimum-Anforderungen, aber dafür rechtlich okay und rechtlich abnehmbar, dann habe ich Compliance. Stecke ich das aber rein in wirklich IT-Security, ich kümmere mich darum und habe danach wirklich einen Schutz vor Hackern, dann habe ich IT-Security. Und diese 5,5 Millionen, das reicht für viel, viel mehr IT-Security, wenn man plötzlich die Compliance nicht mehr so dringend braucht und nicht mehr diese Rechtfertigung gegenüber dem Staat haben muss. Das Problem also ist, wir haben Compliance mit sehr, sehr niedrigen Anforderungen, während die IT-Security eigentlich eher proaktiv ist. Wir wollen uns vor Hackern schützen und nicht einfach nur mit dem rechtlichen okay sein. Compliance hat nämlich den großen Problempunkt, sie ist sehr, sehr statisch. Das heißt, ihr bekommt eine Richtlinie, ich nehme hier mal NIS 2 als Beispiel, die ist schon seit Jahren in der Mache. Und erst ab diesem Oktober, also ich glaube ungefähr 4, 5 Jahre kann man da reinrechnen, 4, 5 Jahre später
Ab diesem Oktober muss man sie umgesetzt haben in kritischen Unternehmen. Die hatten aber nicht wirklich Zeit, sich darauf vorzubereiten, wie man das jetzt vielleicht erwarten würde, und das umzusetzen. Nein, Deutschland hat einfach bis tatsächlich Anfang dieses Jahres noch keine konkreten Dinge formuliert gehabt, die man umsetzen muss. Man musste so ein bisschen raten, was kommt denn da alles und was kann ich genau schon umsetzen. Und das alles kostet natürlich unfassbar viel Geld, unfassbar viel Zeit und ist aber sehr, sehr langsam. Es ist schon wieder zu alt, was vor 5 Jahren aktuell war. Man muss eigentlich dranbleiben. Und da kommen wir wieder zur IT-Security, die ist nämlich dynamisch. Die Hacker warten nicht auf die nächste Richtlinie, sondern die nehmen die Technologien, wenn sie da sind. Und wenn sie da sind, meint sie, nehmen sie meistens schon, bevor sie wirklich für die Allgemeinheit verfügbar sind. Gerade Deepfakes oder sowas wie CEO-Fraud am Telefon mal genannt. Das ist da alles nicht drin. Das zusätzliche Problem ist, die Compliance hat eher so eine Art, wir setzen um, was im Gesetz drin steht, sprich wir haben einfach eine Checkliste und gehen die einfach durch. Aber so einfach ist das nicht. Man kann nicht einfach durch Checklisten durchgehen und sagen, okay, und ich bin jetzt komplett abgesichert. Ich habe keine Probleme mehr mit Hackern oder mit Angreifern. Man muss dazu eigentlich evaluieren, welche Risiken habe ich. Das wäre dann der risikobasierte Ansatz. Und dann wirklich gucken, wo kann man am meisten erbeuten, wie geht ein Hacker vor. Und gegen die einfachsten Angriffe haben wir noch immer keine Verteidigung. Das sage ich euch jetzt einfach mal so, wie es ist. Es gibt einen sehr, sehr tollen Angriff, den möchte ich euch mal ganz kurz illustrieren. Wenn ein Mitarbeiter im Homeoffice sitzt und, sagen wir mal, auf einen Phishing-Link klickt, ja, dann habt ihr in den meisten Fällen wahrscheinlich einen Schutz davor. Manchmal kann man aber einen Browser damit übernehmen. Und das ist ja erstmal kein Problem für das Unternehmen, ne? Würde man vielleicht denken. Das Problem ist, dass das viel zu leicht möglich ist und dieser Browser, der ist dann infiziert und dann wartet man einfach und wartet ab, bis sich der Mitarbeiter dann tatsächlich einfach einloggt, wie ein normaler Mitarbeiter. Und dann übernehmen wir die Session. Wir klauen einfach im Endeffekt die Tokens. Und das ist ein Problem, weil dagegen gibt es keine Richtlinien in dem Sinne. Wenn man solche Angriffe verfolgt, sind die total simpel. Aber Compliance hat die nicht auf dem Schirm. Compliance geht dann einfach her und geht hier durch. Ja, das haben wir gemacht. Wir haben ISO 27001, wir haben DSGVO, wir haben so eins nach dem anderen durcharbeiten. Aber diese cleveren Ansätze, die eigentlich schon seit Jahren Standard sind, dass jemand einfach mit der Stimme von einem CEO anruft und so tut, als wäre er der CEO und dann eben Geld fordert, kann nicht abgebildet werden. Nicht durch eine Checkliste. Weil dafür gibt es keine normalen Vorgänge. Da muss man halt jedes Mal gucken, wie man das macht. Zum Beispiel eben dann dem Chef schreiben, ist das wirklich so? Ja, ist wirklich so. Und dann macht man erst eine Überweisung. Compliance hat außerdem immer einen Scope. Die DSGVO ist immer nur darauf limitiert, was Datenschutz angeht. In der DSGVO werdet ihr nichts gegen konkrete kritische Infrastrukturangreifer finden, die beispielsweise SCADA-Systeme angreifen. Ja, das werdet ihr da drin nicht finden. Deswegen gibt es aber da immer mal wieder so ein paar Überlappungen, die man eigentlich nicht brauchen kann, die einfach so doppelt sind und deswegen auch teuer sind in der Umsetzung, während bei der eigentlichen IT-Security, die so ein bisschen das ganze Unternehmen auf dem Schirm hat und darüber wacht, da steht der Schutz im Vordergrund und nicht einfach nur, dass man dem Ganzen irgendwie gerecht wird. Kurz gesagt, Compliance vermittelt ein Gefühl von Sicherheit und es geht eigentlich nur darum, keine Strafe beim Audit zu bekommen, während IT-Security ist so ein bisschen das Gefühl, jeder kann gehackt werden und wir versuchen das Beste draus zu machen und möglichst die Leute draußen lassen. Und wenn jemand reinkommt, was wir nicht verhindern können, dann versuchen wir möglichst schnell wieder da zu sein, wieder up and running zu sein. Man möchte also eher den eigentlichen Schutz haben, während bei der Compliance möchte man einfach nur keine Strafe haben. Und das ist nie der Gedanke gewesen bei Compliance, beziehungsweise auch bei den Richtlinien, war nie der Gedanke, dass man einfach nur keine Strafe bekommt, sondern es ging immer mehr darum, ich möchte wirklich mich schützen. Und das war eigentlich auch der Sinn von den ganzen Gesetzen. So, und deswegen habe ich jetzt hier mal ein paar Ideen, wie man das vielleicht besser machen kann. Ja, ich weiß, Compliance ist super wichtig für die ganzen Unternehmen, die keinen einzigen Cent ausgeben möchten. Und diese ganzen Richtlinien, die gibt es aus einem guten Grund. Das sehe ich ganz genauso. Aber es wäre hilfreicher, wenn zumindest die Unternehmen nicht einfach nur blind umsetzen würden und der Compliance wegen compliant
sein wollen, und einfach nur eine Datenschutzerklärung machen, weil sie müssen, sondern man möchte die Ziele verstehen. Man möchte wirklich verstehen, was die Angreifer damit bezwecken wollen, wie sie vorgehen, was genau der Ziel ist, wie die Industrie der Malware und die Industrie von Hackern funktioniert. Und wenn man das auf dem Schirm hat, dann weiß man auch, warum Datenschützen wichtig ist. Dann weiß man auch, dass es darum geht, dass vielleicht Identitätsdiebstahl auch für mein Unternehmen eine riesige Rufschädigung sein kann. Und plötzlich haben die Chefs dann doch sogar Bock darauf, Cybersecurity zu machen. Man möchte also mehr dann das Ziel erreichen und deswegen handelt man auch wirklich proaktiv und risikobasiert, so wie es eigentlich gedacht war. Man beschäftigt sich vielleicht dann eher freiwillig damit, warum eigentlich und wie man vor allem die Angriffe verhindern kann. Und Compliance ist dann eher so ein Seitenthema, dass man, wenn man kann, und manchmal kann man das sehr, sehr gut, das Ganze automatisieren kann und vereinheitlichen kann. Dann ist es völlig egal, welche Richtlinie gerade für mich gilt, wenn ich einfach nur sage, okay, wir gehen das jetzt wirklich proaktiv durch und wir haben unsere Ziele und dann schauen wir vielleicht, wie können wir das Ganze dann einfach nur noch so, jo, haben wir gemacht, hier, bitteschön, kannst dir automatisch die Daten greifen, siehst du hier, haben wir. So, das wäre eigentlich das, wie es sein sollte. Und ich hoffe, ich kann mit meinem Video hier zumindest ein paar Leute erreichen, damit das Word hier gespreadet wird und nicht einfach nur Compliance gemacht wird, der Compliance wegen. Ja, danke.